Hallo alle zusammen und ich bin fucking froh, dass ich das jetzt sagen darf. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadly Premonition. Wie ihr seht, wir haben es gefixt. Mit der Hilfe von unserem allerliebsten Ron, der sich mit mir hier hingesetzt hat und Stunden des Schweißes und der Tränen haben wir es geschafft, das Spiel wieder zum Laufen zu bringen. Sogar mit meinem alten Spielstand mit hier sexy Schnitten York mit seinem sexy Bart. Und was wir in der letzten Folge herausgefunden haben, ist, dass dieser komische Blumenverkäufer, Forrest, ich weiß nicht mehr wie, Forrest irgendwas, hatte irgendwas mit Diane, der Museumstante, zu tun. Und da ist uns das Spiel abgeschmiert. Ich weiß, George ist jetzt weggegangen, um irgendwas zu machen, und ich muss mit Emily irgendwo hingehen, um irgendwas anderes zu machen. Ich habe keine Ahnung mehr was. Also steigen wir uns einfach mal ein und fahren einfach mal wohin mit Emily. Das wird schon gut gehen. Emily, do you know a man named Forrest Kaysen? Kaysen? Yes, I know him. The sapling salesman, right? He always uses strange comparisons when he talks. I'd like to know more about him. What does he do when he comes to town? He's a salesman, so I guess he sells things? Maybe he comes on vacation. We haven't seen many tourists recently, but he comes pretty often. Is that all? Well, now that you mention it, he seems quite friendly with the Ingrams, with Isaac and Isaiah. Maybe you should ask them about Kaysen. Okay, I will. Gut zu wissen. Dann natürlich das erste, was wir... Auto! Das erste, was wir hier machen, ist gleich wieder Auto fahren. Was für ein interessantes Nummernschild fällt mir gerade auf. I love movies, vielleicht? Komm schon. Es geht besser. Ah, okay. Emily, don't you find it a bit suffocating to be around George so much? Ooh. Well, we aren't always together. And anyway, I've gotten used to him. Impressive. Women are very adaptable. No, it's not like that, actually. George is hard-headed, sure, but he's also a hard-working man. That's why the townsfolk trust him so much. The very epitome of the rural sheriff. That's right, he isn't some hotshot FBI agent. This place isn't like the city. Everyone knows everyone else. What about you and Anna? Were you two close? No, not close, really. I don't seem to have much in common with teenagers nowadays. All they talk about are boys, clothes, and accessories. I don't have much interest in any of those things. There is a gap between a teenager and being in your 20s. Everyone's different, that's all. Me and you, too. Zach, I'm not liking the way this conversation is heading. Let's concentrate on driving instead. Warum? Ich verstehe nicht. Das klang für mich eher nach so einem kleinen, süßen, belanglosen Flirt. Möchte York etwa nicht flirten? Komm schon. Komm schon, York. Sie ist jung, du bist, naja, angemessenen Alters. Du bist Single, sie ist Single. Also, wie wär's? Auto. Ja, also wie wär's? Ich muss hier lang. Warte, da lang. So. Das war perfekt gefahren, würde ich sagen. Mein Fahren ist auch schon... Auto! Immer gut. Also, ich würde schon sagen, das ist besser geworden seit dem Anfang. Wo ich noch gegen alles entgegengefahren bin. Und jetzt fahre ich gegen nichts mehr. Fast. Und... Ja. Ja. Das war jetzt nicht ganz so toll. Oh, ich sehe gerade, mein Tank ist bald leer. Ich sollte mir gucken, wo ich eine Tankstelle finde. Oder alternativ sollte ich gucken, naja, ob ich mir ein neues Auto hole, das einen vollen Tank hat. Tankstelle ist da drüben. Reicht mir dieser Tank noch? Ohne dass ich jetzt zur Tank... Ja, der Tank reicht noch. Dann hole ich mir nachher halt ein neues Auto. Wo zum Teufel fahre ich jetzt eigentlich hin? Ich habe echt keine Ahnung. Let's just focus on getting to the diner and have the chit-chat. Mist. Wir wollten zum Diner, genau. Um da mit der Olivia zu reden. Oder mit dem Nick oder mit wem auch immer. Weil, Anna da ja gearbeitet hat. Ach, komm schon. War ich jetzt falsch? Bitte lass mich nicht falsch fahren. Hätte ich auf der anderen Straße da bleiben müssen? Sollte ich durch den Wald? Ich kann nicht durch den Wald.
Ja, ich bin eindeutig falsch. Okay, da lang. Oder? Da lang, oder? Oh je, ich hab mich voll verfahren. Und mein Tank ist bald leer. Auto. What the fuck? Da ist ein See. Ich bin verwirrt. Jetzt fahre ich schon wieder weiter weg. Hä? Ja, ich verstehe es gerade nicht. Wo bin ich? Da ist eine Brücke, da muss ich bestimmt drüber. Über die Brücke und hui. Okay, kein Kommentar mehr zu meinen überragenden Autofahrkünsten. Bitte. Da lang. Da lang. Komm, das sieht jetzt schon fast richtig aus. Das Diner muss hier irgendwo sein. Ich war ja schon vorher mal im Diner. Und hab mit dieser Olivia geredet und hab irgendwie ein Brot gegessen oder so. Kann das sein? Ja. Okay. Das sah schon... Das war schon Action. Also, sowas lernt man auf der FBI-Schule. Da durch! Oh. Ich hab den Blinker angestellt. Ups. Ja, das war elegant. Sehr elegant. Oh, Forrest Kaysen. Oh, der fährt hier so durch. Forrest Kaysen. Oh mein Gott. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der jetzt einfach so hupsi-dupsi tralala vor mir fährt. Aber ey, wir haben es geschafft. Immerhin. Das war eine furchtbare Autofahrt. The A&G Diner. Wonder what the A and G stand for. Any ideas, Emily? Nope, I don't know either. Air and gravity, perhaps? Access and Oh, der games? sieht so heiß aus. Aliens and Godzilla? Who knows? Is it important to know? I mean, why don't you just ask Nick? Oh, I will. But first, I need to eat. Wonder what's good here. Das Brot, das wir letztes Mal hatten, war anscheinend relativ lecker. What the fuck? Wetterpuppe? Puppe, die durch Umdrehen das Wetter vorhersagt? Ja, da kann ich doch einfach Welcome, Mr. Agent. Wetterbericht gucken. Hi, Olivia. Creepy. Let me have your special for today. And some fresh coffee. Our special today is turkey. Oh. A turkey and gravy sandwich. Sound good? Perfect. Oh, Truthahn-Sandwich. Emily, you eat something too. It'll be on the FBI. Das FBI zahlt. Okay then, I'll go all out. I'll have the T-bone steak. I usually can't order it because it's a little too expensive. Okay. Die macht sich schön lustig darüber. Oh. Mrs. Olivia Cormack, I am here for Mr. Stewart's lunch. If it is ready, I'd thank you a bunch. Yes, of course. Just a moment. Here you go. The usual. 1 turkey, strawberry jam, and cereal sandwich. Sounds like the sinner's sandwich. Ach, wirklich? Self-inflicted punishment to atone for past sins. He's setting an example. Kannst du nicht aus dem Sandwich Mr. Francis herauslesen. York Morgan, you should try this wonderful lunch. It's more than a delicious, tasty crunch. So says Mr. Stewart. No, that's fine. I've just ordered my own lunch. Mr. Francis York Morgan. Mr. Francis York Ich Morgan, wusste es. I, that is, Mr. Stewart's order is delicious, I should mention. And Mr. Nick Cormack is a genius for creating this perfection. So says Mr. Stewart. Still, I have a hunch I might not like it. You sure that sandwich is that good? Mr. Francis York Morgan, Ich glaub, der ist auch making nicht so decisions genervt. based on intuitions is always a sign of bad FBI agents. So says Mr. Stewart. Harry, you're right. I'll give it a try. Das war das komischste Smalltalk, den wir je hatten. Wirklich. Oh, das sieht irgendwie komisch aus. Hm?
Okay, okay. Ooh, I can't believe it. This is fantastic. Really good. Olivia, I'm sorry, but can I change Das my ist order? cool. I'll have what Harry is having. Oh, wie die alle gucken. Oh. Okay. Truthahn mit Erdbeermarmelade und Cerealien. Interessant. Nick and Diane. They hardly make the perfect couple, do they? Is it widely known that they go drinking together, just the two of them? To be honest, I don't pay attention to these things. Not into local gossip? Well, when I moved here, I was still in high school, and I kept wearing the same wild clothes from my school in Seattle. I was young back then. And before I knew it, there were rumors all over the school. She'll screw anyone. That's what they said. Totally unfounded, of course. Anyway, after that, I just sort of chose not to really trust gossip. I get where you're coming from. I used to dress like a hardcore punk rocker when I was in high school. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. You? A punk rocker? Oh, die Folge ist Nobody göttlich. took my side, even when I had good grades. People rejected me just because of what I wore. I was young back then, too. Even still, I just don't see you as a punk rocker. Alter, das würde ich so gern sehen. Look at you. No makeup on, dressed in uniform, eating a steak for lunch. Okay, back to work. Let's talk to Nick. Wow. Wow. Ich bin fasziniert von komischen Sandwiches und York als Punkrocker. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Emily. Diane sagte, am Tag des Mordes mit Nick etwas getrunken zu haben. Ich frage mich, was Olivia machte. Okay. Olivia, was geht? Lass uns reden. Olivia, könnten Sie mir bitte sagen, wofür das A und das G stehen? Das ist alles, was dich gerade interessiert? Das steht für Apfel und Grillsoße. Ich hätte jetzt was unglaublich Geiles erwartet oder was unglaublich Tiefgründiges, aber Apfel und Grillsoße. Mein Mann war auf seine Grillsoße mit Apfelmus immer sehr stolz. Darum wählten wir das als Namen, als wir das Diner eröffneten. Nicks Vater riet uns als Namen, das zu nehmen, worauf wir stolz sind. Also Apfel mit Grillsoße, okay. Damit ist die brennende Frage endlich beantwortet, okay. Ich möchte Sie auch noch ein wenig zu Nick befragen. Ein wenig ist okay, was wollen Sie wissen? Nichts Bedeutendes, nur ein paar Dinge über ihn und Diane. Oh, die Reaktion. Das war's? Das war das Gespräch? Nein, hallo? Konnten Sie schon... Okay, ich muss jetzt mit Nick sprechen. Ja. Hey, was? Da gibt es nichts, da gibt es was. Jetzt habe ich den Text zu schnell weggeklickt. Okay, die sieht sehr, sehr verdächtig aus. Reden wir mal mit Nick. Hi, Nick. Ich komme einfach so in deine Küche reingestiefelt. Was geht, Küche? Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Then perhaps you would give me your permission to enter. No. Get the hell out of here. Ich bin ein fucking FBI-Agent. Zach, everyone has their own sanctuary. Willst du mich Let's verarschen? leave him in his. Hallo? Wir sind ein FBI-Agent. Wenn du mir jetzt sagst, dass wir deswegen... Okay, gut, dann reden wir halt durch dieses Fenster. Ist auch gut. Worum geht's denn? Ja. Können Sie mir sagen, was Sie in der Nacht, als Anna ermordet wurde, machten? Er war trinken mit Diane, das hatten wir doch schon. Ich war mit Diane in der Bar. Ja. Worüber haben Sie beide gesprochen? Nick. Das hat irgendwie eine ganz komische Intonation. Rembrandt und Turner. Gibt es da ein Problem? Keine Ahnung. Nein, kein Problem.
Falls Sie denken, dass Diane den Mord begangen hat, irren Sie sich. Das hat niemand behauptet. Nein, darum geht es nicht. Ach, dann sind Sie also hinter mir her. Da liegen Sie wieder falsch. So viel also zum Thema FBI. Auch darum geht es nicht, Nick. Ich glaube, dass Sie beide verheimlichen etwas. Das ist das beste Deutsch, was ich bisher gesehen habe. Wirklich. Wenn Leute etwas verheimlichen, merkt man das an ihren Reaktionen. Ah, da glaubst du, er verheimlicht was, aber Olivias Reaktion hat eindeutig gezeigt, dass sie mehr zu verheimlichen hat als er. Den Augen, dem Schweiß, den Händen, den Lippen und ähnlichen Signalen. Alter, der ist voll aggro. Ich arbeite hier. Wenn Sie nichts bestellen wollen, dann raus. Ich hab was bestellt. Ich habe jetzt zu Mittag gegessen. Also chill mal. Du kannst mich nicht einfach rausschmeißen. Ich bin ein zahlender Kunde. Ich habe bereits alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Zwingen Sie mich nicht, das zu wiederholen. Kann ich jetzt in die Küche? Kann ich in die Küche? Oh, schade. Da hinten sind Glitzersachen, die will ich haben. I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Then perhaps you would give me your permission to enter. No. Get the hell out of here. Zach, Naja. everyone has their own Kennen wir sanctuary. schon, kennen wir Let's schon. leave him in his. Ja, was mache ich jetzt? Ich bin eigentlich voll umsonst hergekommen, weil das hat mich eigentlich nicht wirklich weitergebracht. Wir wissen, der war noch trinken mit Diane und Olivia ist irgendwie komisch. Was ist hier drin? Speisekarte des A&G Diners. Oh, nett. Oh, das ist eine Sammelkarte. Ja, Sammelkarte einer Speisekarte. Too much Inception. Ja, wir speichern einmal kurz. Oh, ich hab Geld. Okay. Oh, da ist Forrest Cason. Der isst hier sein Truthahn-Sandwich. Habe ich das richtig gesehen? Und You? Alter, wie erschreckt. Hallo Jörg, das Essen hier ist wirklich am besten, nicht wahr? Findest du nicht auch? Bald muss ich meinen Gürtel wieder ein bisschen lockerer schnallen. Egal wie sehr ich auf meine Diät achte, hier nehme ich immer zu. Wie der mit dem Sandwich rumwedelt. Wie ein Bär vor dem Winterschlaf. Okay, das hat mich jetzt auch wirklich viel weitergebracht. Oh. Dieses Sandwich war wohl eines der Geheimgerichte. Gut, dass wir hier Harry trafen. Ja, der Harry, der ist eh so ein bisschen komisch. Mit so einem Smalltalk, so à la Francis York Morgan, essen Sie dieses Sandwich jetzt. Das war schon ein bisschen komisch. Emily? Nick bestätigte Dianes Geschichte. Das ist kein richtiger Beweis, aber es unterstützt ihr Alibi. Ja, aber die beiden könnten unter einer Decke stecken. Ja, das könnten sie. Ich glaube, wir sollten noch einmal mit Olivia reden, Zack. Okay, Olivia! Ich weiß, dass du was zu verbergen hast. Und mach mir noch ein Sandwich. Nebenher. There's something I'd like to confirm with you, Olivia, if that's okay. Yes. Well, so long as it doesn't take too long. First, what were you and Nick doing on the night of the murder? I was here in the diner. Nick said he was going to the bar for a couple of drinks. Does he go to the bar often? Leaving you to hold up the fort? Yes. He says he enjoys the conversation with Diane. I thought they went drinking again together that night. Do the three of you ever go drinking together? Well, you see, I'm really not into art. Aber sie And verfolgt your im Museum. husband is well versed in the arts, then, I take Die it. hat doch gesagt, sie mag die Bilder von den Oh, Bäumen. yes. Looking at art and talking about it is his way of relaxing. People just aren't what they seem. Like a certain someone who was into punk rock 10 years ago. Das muss ich You mir are jetzt noch absolutely right. ewig anhören, oder? But you can be an art lover and a liar at the same time. One more thing, Olivia. You just said that you aren't interested in art. That's right. And So, how come I bumped into you at the art Ich gallery? wusste es. Didn't seem like Nick brought you there. You were there alone. well, I like trees, is the thing. That's why I went there. Surely you'd be better off in the forest rather than an art gallery then.
I think you went to the gallery not to see trees, but to see Diane, right? Das war aber offensichtlich You don't want to irgendwie. answer. Or perhaps this isn't the right place to ask. Meet me in the backyard. You can get there from the parking lot. I'll wait for you there for an hour after we close up. Ah, okay, das ist überraschend ein wenig. Schlüssel zum Hinterhof. They Okay. close at 2100. Should we get something to drink and wait? Ja, gerne. Ja, gerne. Ich würde gerne mit Emily was trinken gehen. Oh yeah. Wir kommen der Sache näher mit York und Emily. Ich sehe das schon. Bis zum Ende des Spiels. Bis zum Ende des Spiels. Hoffe ich, dass die Gefühle auflodern. So. Das ist so mein kleiner, süßer Mädchentraum. Dass York die richtige Frau findet. Agent York, what do we do now? I want to hear what Olivia has to say. Let's kill time until the diner closes. Okay, then I'm gonna make a trip back to the department. ich dachte, wir I'll wollten see you was in the trinken backyard gehen. later. Oh, schade. Okay, sounds good. Okay. See you later then. Bye bye, Emily. Oh, der Kuchen, der sieht voll lecker aus. Zach, about Olivia. I presume she wants to tell us something about Nick and Diane. Vielleicht haben die beiden eine Affäre. Let's hope it's not just something for the gossip columns. Das würde ich jetzt mal vermuten, dass Nick und Diane eine Affäre haben und Olivia das rausgefunden hat und dass sie dann pissig war. Oder so. Es ist 11 Uhr morgens und ich muss bis 21 Uhr Zeit vertreiben. Das ist ja ewig. Ich will mal hier reingucken durch das Fenster. Okay, sehe ich nur die Menschen. Okay, gut. Ich könnte mal gucken nach meinen Stats. Obwohl ich war ja gerade essen, aber ich könnte eine Zigarette rauchen. Die nächsten, weiß nicht, 8, 9 Stunden. Oder ich könnte die Stadt ein bisschen erkunden, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich möchte mal was gucken. Nämlich da hinten war ja dieses komische, falls ihr das seht, diese auf der Karte, Auto. Dieses Messer- und Gabelsymbol. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie ein Ort, wo ich was zu essen kriege. Da möchte ich gern nochmal hin. Jetzt habe ich mir noch nicht nach meinen Stats geguckt. Okay, Stats sehen super aus. Das ist das Sheriffbüro, ne? Wieso steht da, dass ich im Sheriffbüro was zu essen krieg? Das verstehe ich nicht. Da möchte ich jetzt noch mal kurz rein und was gucken. Wenn hier ein Essenssymbol ist, dann muss es jetzt doch irgendwo auch was zu essen geben, oder nicht? Da ist Lunch Thomas? Was? Wie bitte? Hello? Du redest heute mit Nick, oder? Du wirst also im Diner zum Mittagessen, ja? Ich kann kochen, wenn du willst. Ja, gerne! Oh, ich werde es dir sofort bringen. Oh, ist das süß! Er kocht für mich! Thomas, Oh! have you ever eaten Emily's cooking? What? Hey! What exactly are you asking? I was just wondering what you thought of her cooking, that's all. You know, perhaps an unbiased opinion of one who is himself a fantastic chef. So how about it? Have you eaten her cooking? I have. Just once. Oh, how was it? so süß. That's not an easy question. Honesty is the best policy. How can I say this? Cut it out, Agent York. He's pleading the fifth. He has the right to remain silent. Don't try and force him to say something. He has the right to an attorney. George, and what are you trying to say? Oh, Gott, wie Anything cool. I say may be used in a court of law. Let's just let the topic of Emily's cooking go, okay? I can't do that, George. I want to know. I guess it's just my curiosity. So tell me, Thomas. Well, for lack of a better word, let's just say it's Amazon-style cooking. Ah, that was well said.
I'm impressed. Oh, ist das cool. Dass sie sich alle so gut verstehen und Emily so eine miserable Köchin ist. Und der arme Thomas. Oh, you were lacking words, were you? Ah, der Blick. Der Blick von Emily gerade. Oh, das hat sich voll gelohnt, dass ich hergekommen bin. Wir müssen den Fall aufklären. Ja, ich habe aber mit den Leuten Mittag gegessen. Hier im Konferenzraum. Das ist trotzdem voll gut. Nur Wetter vorhersagen lassen. Heute ist ein schöner, klarer Tag, ideal zum Spazierengehen. Das heißt doch wahrscheinlich ideal, um mich von Geisterzombies überfallen und aufessen zu lassen. Wahrscheinlich. Könnte ich das jetzt eigentlich nochmal machen? Das würde mich mal interessieren. Nee, Thomas ist nicht mehr da. Thomas! Thomas, wo bist du? George ist auch nicht da. So. Ups. Okay, dann... Ah, okay. Dann würde ich sagen, es ist hier ein perfekter Zeitpunkt, um die Episode zu beenden. Ja, mache ich einfach mal ganz so spontan. Danke, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder mit York, dem insgeheimen Punkrocker, Zeit totschlagen, wahrscheinlich 9 Stunden lang eine Zigarette rauchen und dann ins Diner zurückgehen. Also dann, macht's gut und bis zur nächsten Folge.